Hallo und herzlich willkommen zu unseren zweiten Preem Cards News. Ich bin das Preem in Cards, kennt ihr ja schon, und wir legen auch gleich mit den ersten News los, denn wir sind ein bisschen spät dran. Bei unseren ersten News ging es unter anderem um die NSCC und genau da wollen wir gleich anknüpfen. Denn kurz vor den Nationals hat Panini bekannt gegeben, dass in ihren neuen VIP-Boxen ein Mystery Player zu finden sein wird. Und da hat die ganze Cardwelt schon gehofft, dass es sich um Zion Williams handelt. Und surprise, surprise, es war Zion Williams. Keine große Überraschung. Mal kurz zu dem Spieler an sich. Zion Williams ist ein hochgehandelter Rookie, war der First Pick in diesem Jahr gewesen, spielt jetzt bei den Pelicans und hat sein erstes Summer League Spiel gehabt. Das Summer League Spiel wurde eigentlich direkt abgebrochen wegen dem Erdbeben und ich glaube, das ist ein bisschen zu Panini übergeschwappt. Tatsächlich haben die ihre neuen Draft Contenders College Boxen rausgebracht, unter denen dann Zion Williams mit dabei war und die über ihre Website vertrieben. Der Ansturm war aber so groß, dass die Website direkt erstmal down gegangen ist. Halb so schlimm, aber beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. Der Ansturm war aber immer noch riesengroß, was dafür gesorgt hat, dass die Boxen natürlich nach kurzer Zeit ausverkauft waren. Entsprechend ganz viele lange Gesichter, bei denen die keine Box erhalten haben. Aber natürlich ein paar haben ihre Boxen bekommen und entsprechend auch schon geöffnet. Und die erste Autograph, 1 von 5 wohlgemerkt, von Zion Williams wurde bei eBay versteigert. Innerhalb von 24 Stunden, ich kann es kaum sagen, ohne zu lachen, für einen Spieler, der eigentlich noch nie ein Spiel gespielt hat, haben sie es geschafft, innerhalb von 24 Stunden die 100.000er-Marke zu knacken. Und eBay hat es gar nicht geschafft, so schnell die Kreditwürdigkeit von den Leuten zu überprüfen und deswegen wurde die Auktion dann auch wieder gecancelt. Schade eigentlich, aber es ist schon lustig, dass jemand, der eigentlich noch gar kein richtiges Spiel in der NBA gemacht hat, dann auf solche Summen kommt. Aber vielleicht noch eine Kleinigkeit zu Zion Williams an sich. Für euch vielleicht nochmal als Erinnerung, Zion Williams, dadurch, dass er auch noch kein Spiel gespielt hat, können wir nicht wissen, was mit ihm genau passiert. Er war aber zur College-Zeit schon so beliebt gewesen, dass selbst die ganzen College-Spiele ausverkauft waren. Jetzt müssen wir aber natürlich schauen, schafft er es wirklich in der NBA oder bricht er unter dem Druck zusammen? Ist schon vielen guten Spielern passiert. Wir hoffen natürlich, dass es ihm nicht passiert, denn er wird wirklich sehr hoch gehandelt. Aber genau deswegen würde ich persönlich euch empfehlen, jetzt nicht zu sehr auf Zion Williams zu gehen, sondern vielleicht erstmal abzuwarten, bevor ihr da zu viel Geld investiert, weil die Karten können jederzeit neu gemischt werden. Wir haben vom letzten Jahr immer noch sehr viele gute Rookies, wie zum Beispiel Doncic oder Trae Young. Müsst ihr euch beide mal angucken. Außerdem in diesem Jahr Taco Fall auch noch mit dabei, ein riesiger Spieler wohlgemerkt. Und deswegen, da kann sich alles noch ändern. Trotzdem gut dranbleiben, denn so wie er in der College-Zeit gespielt hat, wenn er das in der NBA auch schafft, dann wüsste ich nicht, warum er nicht der nächste LeBron James sein würde. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den neuesten Auktionsergebnissen. Jetzt darf mal kurz mein Mann vor die Kamera nicht wegschalten, ich komme danach wieder, versprochen. Ja? Was geht ab, Leute? Hier ist euer Bruder Mo, ihr seid immer noch bei Preem Cards. Ein paar Leute haben ihre High-End-Karten verkauft, dementsprechend kriegt ihr von mir die Ergebnisse. Es geht auch schon direkt los, also Coverfit festhalten. Logoman 101 von Michael Jordan, wir hatten sie schon geteasert in der letzten News. Sie ging für $204.000 über die Ladentheke, das ist absolut beachtlich. Rekord hat sie keine aufgestellt, allerdings wenn man bedenkt, dass das Pack $3,50 gekostet hat und wurde damals in einem Target gekauft, dann kann man nur sagen, Glückwunsch, das Pack hat sich gelohnt. Noch viel beachtlicher, wie ich finde, ist die Auktion der LeBron James Upper Deck Exquisite Rookie Patch Auto verlaufen. Sie endete bei $192.000. Das ist absolut
mehr als nur erstaunlich, denn die Karte wurde in der Regel knapp um die 150.000 Dollar gehandelt, für um die 150.000 Dollar gehandelt und hat also jetzt dementsprechend ein ganz klares Plus für sich verzeichnen können. Ebenfalls absolut erstaunlich, es wurde die Luka Doncic Nebula Prism 101 versteigert. Auch eine wirklich super schöne Karte, vor allem wenn man auf dieses Bling Bling Prism steht. Die Karte wurde erst dieses Jahr released natürlich und dementsprechend war es beachtlich zu sehen, dass die Karte bereits auf einen Wert von 36.800 und ein paar zerquetschte kam. Nicht schlecht und dementsprechend auch absolut Glückwunsch an denjenigen, der die Karte verkauft hat, und ich glaube auch ein Glückwunsch an den, der sie gekauft hat, denn da könnte eventuell noch mal eine ganze Ecke mehr für gehen. Das ist natürlich so, da zieht es einem die Schuhe aus. Deswegen, um das Ganze noch ein klein wenig zu steigern, es wurde eine Mickey Mantle, die Mutter aller Sportskarten, versteigert. Eine Mickey Mantle Topps Rookie als PSA 8 gegradet. Sie kam auf 489.000 Dollar. Wenn ihr jetzt denkt, das ist doch alles viel zu heftig, es wurde dieses Jahr bereits eine PSA 9 gegradete Version versteigert. Sie kam sogar auf 2,9 Millionen Dollar. $2,9 Millionen für eine Karte auszugeben, ist natürlich schon ein wenig krank. Allerdings ist das nicht Rekord. Rekord liegt bei über 3 Millionen. Das ist eine Honest Wagner Rookie-Karte in einem etwas besseren Grade gewesen. Das ist eine sehr, sehr, sehr alte Karte, dementsprechend da etwas an guten Grades zu finden, ist für manche Leute anscheinend sehr, sehr, sehr viel wert. Und ja, jetzt habt ihr den Überblick. Kommen wir aber jetzt zum wirklich wichtigen, der Langfeld-Show. Bei unseren letzten News ging es hauptsächlich um die NSCC, also die National Sports Collectors Convention. Dieses Mal geht es bei uns aber um die Langenfeld Show, das heißt, es ist die größte Card Convention in Deutschland. Die wird von Kiki organisiert und es ist dieses Jahr tatsächlich schon die 16. Wie der Name schon sagt, findet die ganze Show in Langenfeld statt. Genauer in der Steakhouse Passagestube, die ist in der Hauptstraße 116 in Langenfeld. Das Ganze wird am 2. November stattfinden, also gar nicht mehr lange hin. Für diejenigen, die vielleicht von außerhalb kommen, da das Ganze eigentlich nur einen Tag stattfindet, ihr aber vielleicht einen längeren Anreiseweg habt oder noch eine Weile da bleiben wollt, es gibt zwei Möglichkeiten, wo ihr theoretisch übernachten könnt. Das Hotel am Berliner Platz in der Hauptstraße 27 und das andere wäre in der Hauptstraße 18. Müsst ihr gucken, ob ihr da noch ein Plätzchen findet, aber ich erkläre euch gleich, wo ihr noch weitere Infos sammeln könnt. Aber erstmal zum Grundaufbau der ganzen Show. An sich, am 2. November geht's los und das Ganze läuft von 10 bis 17 Uhr. Dabei geht es eigentlich darum, dass ihr mit den Händlern euch austauschen könnt. Generell läuft das Ganze ein bisschen familiärer ab. Das ist jetzt nicht wie in Chicago dieses Jahr, dass sich da alle über den Haufen rennen. Das könnte natürlich auch passieren, aber sie ist jetzt nicht so riesengroß, dass man sich verläuft, sondern man kann viel eher Kontakte knüpfen, worum es ja auch eigentlich geht bei der ganzen Sache. Ich meine, die Sammler, die wollen unbedingt alle ihre Karten haben und vielleicht gibt es auch ein paar Einzelgänger, aber das Wichtigste ist eigentlich dabei, Kontakte zu knüpfen, zu schauen, wer sammelt welche Karten, und ich finde, das ist bei der Show extrem gut gelöst. Es wird auch wieder wie in den Jahren zuvor Boxbreak Massacres geben, in dem Abend dann später. Generell bei der Card Convention würde ich sagen, ist es dadurch, dass es auch so familiär ist, einfach total schön. Wir werden selber von Freitag bis Sonntag da sein, das heißt abends Anreise, Samstag sind wir dann den kompletten Tag da und weil wir wahrscheinlich ein bisschen viel tauschen werden, reisen wir auch am Sonntag erst wieder ab. Euch die wichtigsten Infos müssten da gewesen sein, wenn es euch aber noch nicht gereicht haben sollte. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr noch Infos sammeln könnt. Das erste wäre die eigene Facebook-Page, das heißt einfach auf Google Langenfelder Card Convention eingeben und dann findet ihr alle Infos auf der Facebook-Seite. Auch eventuelle Händlerinfos, wenn ihr doch noch ein paar Karten präsentieren wollt. Oder ihr schaut einfach nach dem Hashtag Langenfeldshow. Das ist der offizielle Hashtag für dieses ganze schöne Event. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr Lust habt mitzukommen und ja,
Das wird ein schönes Event, würde ich mal sagen. Ansonsten sehen wir uns entweder auf der Langenfeld-Show dieses Jahr oder bei den nächsten News. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit und bis dann! Die erste große News, Zion Williams hat bei Panini, ich wollte gerade Precards unterschrieben sagen. Schön wär's, gell? Die erste große News, Zion Williams hat bei... Unsere erste News, Zion Williams hat bei Panini, nicht Precards, egal, lass laufen, warte, lass laufen, ich krieg mich wieder ein. Unsere erste News, Panini hat bei Precards unterschrieben.